Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2023. Ja, das Jahr ist schon fast wieder vorbei. Das ist das letzte Update für dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video erscheinen wird. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest und auch schon mal einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König eigentlich immer mehr oder weniger komplett für den Modellbau reserviert. Das ist sozusagen die Modellbau Primetime und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen dazu kommt, diesem schönen Hobby jetzt ein paar Tage zu frönen. Auch in diesem Kanalupdate gibt es wieder zahlreiche Themen zu beackern. Was habe ich mir Neues zugelegt, woran arbeite ich gerade, was habe ich fertiggestellt und wo war ich überall so unterwegs in der Welt. Deswegen kommen wir doch gleich zur Sache und werfen einen Blick zurück auf die vergangenen Veranstaltungen. Da war ich ja im November in England auf der berühmten Scale Model World in Telford. Bevor ich euch aber mehr über diese Veranstaltung erzähle, möchte ich noch zwei Leuten danken, die essentiell waren für diese Reise nach England. Der erste wäre mein lieber Vereinskollege der Holger, der mich auf die Scale Model World begleitet hat. Das ist einfach immer schön, wenn man zu zweit reisen kann, ist einfach deutlich unterhaltlicher und auch die Planung vereinfacht sich dadurch natürlich ganz erheblich, weil jeder kann ein bisschen eine Aufgabe übernehmen, wenn man was buchen will, reservieren will und so weiter. Ja, und der Holger ist ja generell ein sehr angenehmer Mensch und wirklich ein toller Begleiter. Ja, und der zweite wäre der Marc, der lebt in der Nähe von Telford und ist ein langjähriger Freund. Den habe ich über YouTube und den Modellbau kennengelernt, schon bestimmt vor 10 Jahren. Und ich hatte endlich mal das Vergnügen, ihn dann auch persönlich zu treffen. Und der Marc war auch sehr hilfreich. Der hat diverse Empfehlungen abgegeben für eine Unterkunft, auch für Restaurants und hat uns auch ein paar Mal chauffiert zu verschiedenen Stellen. Entweder zur Ausstellung, aber auch zu diversen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Das war auch sehr nett, hat mir sehr gut gefallen und deswegen möchte ich diesen beiden Leuten nochmal ausdrücklich danken. Ihr seid super. So, kommen wir jetzt zur Scale Model World an sich. Also soll ja eine der größten Modellbauausstellungen weltweit sein und ich würde mal sagen, den Eindruck habe ich auch. Das sind 3 große Hallen, vollgestopft mit Ausstellern und auch Händlern. Ein großer Wettbewerbsbereich, der sehr hochkarätig ist. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wirklich alle praktisch involviert sind. Also man hat die Vollprofis, die man auch auf anderen internationalen Veranstaltungen sieht. Es gibt die normalen Modellbauer und es gibt auch Anfänger. Also da ist wirklich jeder dabei, jeder stellt aus und das finde ich ist sehr schön, weil da einfach alle mitgenommen werden. Das ist kein exklusiver Club sozusagen, wo man einen gewissen Standard erreichen muss, um da mitzumachen, sondern es sind wirklich alle willkommen. Und das finde ich sehr angenehm. Generell die Menschen dort waren alle sehr höflich, auf der Ausstellung, aber auch außerhalb der Ausstellung. Wirklich super, total angenehm, alle sehr hilfsbereit, sehr nett, sofort immer für ein Gespräch bereit. Also das war wirklich sehr angenehm und hat mir große Freude gemacht. Auf der Ausstellung waren sowieso alle sehr offen. Da konnte man mit jedem beliebigen Menschen ein bisschen fachsimpeln. Das fand ich auch sehr nett und angenehm. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, waren die Preise. Zum einen der Eintritt, das kostet glaube ich 20 Pfund pro Tag, also wenn man 2 Tage hingeht, 40 Pfund. Das ist schon ein saftiges Eintrittsgeld, aber man bekommt natürlich auch was geboten. Also das ist jetzt keine Wald- und Wiesenveranstaltung, sondern eben die Scale Model World. Von dem her ist es okay, kann man akzeptieren. Bei den Händlern war es ganz interessant, da waren manche Bausätze wirklich hoffnungslos überteuert, für deutsche Verhältnisse zumindest. Es gab aber auch ein paar wirklich unglaubliche Schnäppchen. Im ersten Moment waren wir ein bisschen irritiert, weil es wirklich sehr teuer war alles. Da haben wir schon befürchtet, wir können uns gar nichts leisten. Aber wenn man da ein bisschen sucht und ein bisschen genauer hinschaut, da kann man dann schon ein paar tolle Schnäppchen entdecken. Apropos Schnäppchen, reden wir doch gleich mal drüber, was ich mir so gekauft habe. Hier das erste, eine Figur im Maßstab 1:32, ein deutscher Pilot aus dem Ersten Weltkrieg von der Marke Elan 13 Miniatures. Habe ich noch nie gehört.
Der Hersteller war da vor Ort mit einem Stand und ja, das hat mich sofort neugierig gemacht. Die Marke gibt es bei uns gar nicht, also die ganzen großen deutschen Händler haben das gar nicht, deswegen musste das mit. Dann von Elite, hier einen preußischen Hauptmann aus dem Deutsch-Französischen Krieg, Maßstab 75 mm, eine Zinnfigur. Die gibt es mittlerweile als Wiederauflage aus Resin, aber hier war der Preis sehr gut, deswegen musste die mit. Dann hier von Dragon der T3476 aus dieser Stalingrader Traktorenfabrik. Das ist, glaube ich, ein recht neuer Bausatz. Der war auch vom Preis sehr attraktiv. Also ich sag mal mindestens 20 Euro günstiger als in Deutschland bei den Händlern. Nehmen wir mit. Und dann hier das Oberschnäppchen. Ein BMP3 von Trumpeter. Der hat, glaube ich, 22 Pfund gekostet. Das ist wirklich ein guter Preis. Und das Fahrzeug interessiert mich ja sowieso. Also ihr seht, anständige Beute. Auch mein Begleiter, der Holger, hat ein paar nette Sachen gefunden. Wir waren ja auch so schlau, einen leeren Reisekoffer mitzunehmen, damit wir dann die Beute auch vernünftig wieder nach Hause transportieren können. Auch unsere Rückreise nach München verlief glatt. Und wie wir da so am Münchner Flughafen auf unser Gepäck gewartet haben, haben der Holger und ich beschlossen, den angefangenen Tag noch gut zu nutzen. Und wir sind dann noch anschließend nach Karlsfeld gefahren. Das ist ein Vorort von München, weil dort befindet sich ein schöner Modellbauladen, Traudels Modellbau. Da war ich noch nie drin. Da sind wir dann auch noch rein, weil natürlich offensichtlich die Telford Show nicht ausgereicht hat für so Modellbauverrückte wie uns. Und ja, da habe ich natürlich auch noch was mitgenommen, ist ja klar. Und zwar hier von Bronco, den KV85. Den wollte ich schon länger mal haben. Der Preis war gut und das Ding war eben vorrätig. Da muss es mit. Und dann noch hier von Vallejo so ein Tor. Das ist aus Resin. Ist eigentlich auch ganz schön. Kann man vielseitig verwenden. Also ihr seht, ich hatte ein erfülltes Wochenende sowohl in England als auch in Deutschland. Also da ging schon was. Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich kann diese Tour irgendwann mal wiederholen. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Mir hat es jedenfalls sehr gut gefallen auf der Scale Model World und ich fand es auch sehr schön, dort mal Fans zu treffen oder auch andere Leute, die auf YouTube Kanäle betreiben. Immer schön, wenn man mal ein paar Kollegen trifft und mit denen ein bisschen über das ganze YouTube-Modellbaugedöns reden kann. Das ist schon ganz spannend. Also alles in allem sehr positiver Eindruck, was das bei mir hinterlassen hat. Und wie gesagt, ich möchte irgendwann mal wieder hin. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann mal wieder. Die zweite Veranstaltung war die Video Model Show 2023, die virtuelle Modellbauausstellung, die ich auf meinem YouTube-Kanal jedes Jahr veranstalte. Auch das war wieder ein voller Erfolg, hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass das so gut ankam. Erstens, dass so viele Leute mitgemacht haben. Vielen Dank nochmal an euch. Und zum anderen, dass es dann auch viele Leute anschauen und das auch wertschätzen. Finde ich echt super. Ich werde es auf jeden Fall aufrechterhalten, weil es einfach erfüllend ist, Spaß macht und dem Modellbau einfach nochmal sozusagen ein zusätzliches Forum gibt. Wenn es auch nur ein kleines und begrenztes Forum ist. Aber ich finde, jede Kleinigkeit zählt und trägt positiv bei, um das Hobby eben ein bisschen populärer zu machen und auch vorwärts zu bringen. Im Zuge der Videomodel Show haben mich dann auch noch einige Bausatzspenden erreicht für den Bastelkurs des Ferienprogramms. Ich habe ja eigentlich gesagt gehabt, dass ich keine Bausatzspenden auf dem Postweg mehr annehmen möchte, wenn es irgendwie geht, weil das Lager ist einfach schon sehr gut gefüllt und ich weiß gar nicht mehr so recht, wohin damit. Aber wenn die Spendenbereitschaft so groß ist, dann möchte ich da nicht im Weg stehen und dann nehme ich die Bausätze gerne an. Zumal ja der nächste Bastelkurs auch wieder stattfinden wird und da geht ja dann auch wieder einiges raus. Aber es ist ja auch schön, wenn man sagen kann, das Bausatzlager ist wirklich sehr gut gefüllt und wir wären jetzt praktisch eigentlich nicht darauf angewiesen. Aber wie gesagt, wenn die Leute was Gutes tun wollen, möchte ich da nicht im Weg stehen. Ja, dann möchte ich diesen beiden edlen Spendern
nochmal ausdrücklich danken. Das ist zum einen der Stefan und zum anderen der Werner. Die haben tolle Bausätze springen lassen, die sich wirklich perfekt eignen. Die Sachen kommen gut an. Bei manchen fehlt die Verpackung, das ist aber vollkommen irrelevant, solange alle Teile drin sind und auch die Bauanleitung. Die Kinder legen auf den Karton überhaupt keinen Wert. Die wollen irgendwas bauen. Und das lässt sich daher problemlos machen. Ich werde jedenfalls für die Sachen noch ein schönes Plätzchen finden in meinem Lager und dann bei Zeiten an die Kinder und Jugendlichen weiterreichen. Also, Stefan und Werner, nochmal vielen Dank für eure tolle Spende und bleibt gesund und bis zur nächsten Videomodel-Show spätestens. Gut, schalten wir rüber zur Werkbank und schauen uns zuerst mal an, welche Projekte ich in den letzten Wochen fertigstellen konnte. Ja, und wie man sehen kann, ist es mir gelungen, das Sonderkraftfahrzeug 247 Ausführung B von ICM fertigzustellen. Das hatte ich ja im vorausgegangenen Kanalupdate schon in Aussicht gestellt, dass das eben klappen müsste bis zum Ende des Jahres. Als ihr das Modell das letzte Mal gesehen habt, war es schon fertig lackiert. Die Abziehbilder waren auch schon drauf und daher ging es dann folgerichtig mit der Alterung weiter. Da habe ich so angefangen wie immer. Es kam erstmal ein dunkles Ölfarbenwash drauf, um die Details ein bisschen zu betonen. Da das Modell aber ja, von der Grundfarbe her ziemlich dunkel ist, verschluckt es einfach den Effekt ziemlich stark, weswegen ich dann ein bisschen überlegt habe, wie ich das noch ein bisschen verstärken kann. Ich habe dann beschlossen, Folgendes auszuprobieren, und zwar ergänzend wollte ich noch als Pinwash hier von Tamiya diese Panel-Line-Farben noch auftragen. Da habe ich hier einmal schwarz und dunkelbraun, die habe ich 50-50 miteinander vermischt und habe dann damit eben, ja, wie bei einem Pinwash, eben noch einzelne Vertiefungen weiter hervorgehoben oder betont. Das hat sehr gut funktioniert, werde ich wohl in Zukunft öfter verwenden, weil es doch sehr einfach und effektiv ist. Danach ging es an die Lackschäden. Da habe ich das Modell erstmal mit Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt, ganz dezent natürlich, das sollte auf keinen Fall zu stark sein. Das erzeugt einfach nur so einen leichten metallischen Glanz, den man eher nur so sehen kann bei einem bestimmten Lichteinfall. Also das muss man wirklich ganz dezent halten. Ja, und dann kamen die eigentlichen Lackschäden drauf. Die habe ich größtenteils mit einem feinen Pinsel aufgemalt, weil ich eben die Lackschäden hier ein bisschen dezenter halten wollte. Diese Lackschädeneffekte, die kann man sehr leicht übertreiben. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe mich jetzt hier hauptsächlich auf die unteren Bereiche des Fahrzeugs beschränkt, also auf die Kotflügel und vielleicht so vorne und hinten an den Ecken. Mehr nicht, das sollte reichen. Bei der Verschmutzung habe ich wieder auf meine Lieblingsmethode zurückgegriffen. Und zwar habe ich einfach ein bisschen Erde aus dem Garten geholt, die mit Holzleim und Wasser vermischt und daraus eben Wash gemacht. Und damit habe ich das Fahrzeug zunächst mal verstaubt. Eine bisschen dickflüssigere Version habe ich dann verwendet, um Schlammeffekte zu erzeugen. Vor allem eben am unteren Bereich des Fahrzeugs. Auch hier ist es sehr einfach, den Effekt zu übertreiben. Wie viel dann zu viel ist oder wie viel zu wenig ist, muss aber jeder selber entscheiden. Das Ergebnis ist für einen staubigen Effekt jedenfalls immer sehr gut. Wenn man einen schlammigen Effekt haben will, da ist meine Erde immer ein bisschen zu hell. Das ist aber egal, die kann man dann mit Ölfarben noch ein bisschen abtünchen. Das habe ich dann später gemacht, als dann auch schon der Sockel bereit war. Damit war das Fahrzeugmodell bis auf Weiteres erledigt und ich konnte dann mit dem Sockel weitermachen. Da habe ich erstmal diesen Meilenstein bemalt. Das war nicht weiter schwierig. Der ist rot und weiß. Von Tamiya kam dann noch ein Abziehbild zum Einsatz für die Kilometerzahl eben. Ein Ölfarbenwash kam noch drauf und dann kam wieder die Gartenerde zum Einsatz. Da habe ich dann eine eher dickflüssige Paste angerührt und damit dann den Sockel beschmiert. Während diese Masse dann noch feucht ist, kann man dann so allerhand einarbeiten. Also Grasbüschel, Blätter, das Fahrzeug an sich. Man kann auch Reifenspuren und so weiter noch einarbeiten. Das geht dann eigentlich ganz gut. Da hat man dann, ich sag mal, eine gute Stunde Zeit, das alles zu platzieren. An der Stelle habe ich das Fahrzeug auch schon gleich auf dem Sockel befestigt
und nachdem dann alles getrocknet war, konnte ich den Schlamm auf dem Sockel und den Schlamm am Fahrzeug praktisch in einem Rutsch tünchen. Dafür habe ich von der 502. Abteilung die Ölfarbe Industrial Earth mit ein bisschen Feuerzeugbenzin verdünnt und habe das Ganze großflächig aufgetragen. Die Erde saugt diese Ölfarbe sehr gut auf, nimmt die Farbe ganz gut an. Ja, und damit kann man das dann ein bisschen abtünchen, bis man dann eben den Farbton für den Schlamm erreicht hat, der einem eben zusagt. Da sind manchmal auch mehrere Durchgänge notwendig, das geht nicht auf Anhieb. Also so 2, 3 Aufträge braucht es da schon, bis das Ganze eben entsprechend abgetönt ist. Um die Arbeiten am Sockel gleich abzuschließen, habe ich dann den Rahmen noch gleich schwarz bemalt und vorne noch ein Offiziersmützenabzeichen befestigt. Das ist ganz interessant. Im vorherigen Update hat mich ein Zuschauer, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, darauf hingewiesen, dass eben dieses Funkerabzeichen hier, was ich eigentlich verwenden wollte, von der Feuerwehr verwendet wird. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Man findet dieses Abzeichen, finde ich zumindest, bei der Wehrmacht auch, aber auch bei der Feuerwehr, von dem her ist das schon richtig. Ich wollte dann aber auf Nummer sicher gehen, weil wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man es lieber bleiben lassen und habe dann hier eben dieses Mützenabzeichen eben mir besorgt. Das ist eine Replika, habe ich einfach mit Holzleim aufgeklebt und gut ist. Das letzte, was es dann noch zu erledigen galt, war die Bemalung der Figur. Da bin ich vorgegangen wie immer, ist kein großes Hexenwerk. Erstmal habe ich die Figur hellgrau grundiert, danach alle sichtbaren Hautpartien mit Hautfarbe besprüht und danach alle weiteren Details mit Acrylfarben und der Nasspalette eben bemalt. Und was natürlich bei der Figurenbemalung auch immer ganz wichtig ist, gute Pinsel. Wenn man keine brauchbaren Pinsel hat, kann man kein gutes Ergebnis bekommen. Ja, das Ganze ging hier ganz fix von der Hand, weil der Offizier trägt ja so einen Mantel, da ist sehr viel von der Ausrüstung gar nicht sichtbar. Dementsprechend ging es gut von der Hand. Hat zwar einige Abzeichen dran, aber nachdem diese Alpine-Figur wirklich wunderbar detailliert ist und sehr scharf detailliert ist, sind auch diese feinen Details eigentlich sehr einfach zu bemalen, weil das alles sehr scharf abgesetzt ist. Da genügt es einfach mit dem Pinsel praktisch, diese Details nachzufahren. Abschließend habe ich dann noch mit Ölfarben gearbeitet. Ich habe erstmal ein dunkles Ölfarbenwash aufgetragen, um die Details auf dem Mantel ein bisschen zu betonen. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Industrial Earth verdünnt und habe damit die Stiefel und auch den unteren Saum des Mantels ein bisschen behandelt, um da eben dezente Schmutzeffekte zu erzeugen. Ich wollte nämlich die Figur nicht, wie ich das sonst mache, auch mit meiner Erde vollmanschen, sondern ich wollte hier mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen und habe da eben Ölfarben verwendet. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, das werde ich in Zukunft immer so machen. Ja, und damit wäre dieses Projekt fertig. Gibt es ja doch relativ viel zu sagen immer, wenn ich da so ein Projekt relativ zügig durchziehe. Mir gefällt das Ergebnis ganz gut, kann sich sehen lassen. Hier und da sind ein paar Sachen dabei, die mir jetzt nicht so gefallen, wo ich ein paar kleine Fehler gemacht habe. Aber alles in allem stellt es mich zufrieden und ist auf jeden Fall vorzeigbar. Ja, an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinem Freund, dem Panzermeister 36, bedanken, der mir zum einen die Inspiration geliefert hat für dieses Projekt und auch noch ein paar nette Zurüstteile beigesteuert hat. Und das hat den Bau dieses Modells sozusagen ermöglicht. Finde ich super. Vielen Dank, Evan. Ich hoffe, ich kann dir dieses Modell eines Tages mal persönlich zeigen. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich momentan in Arbeit habe. Hier das K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35. Ja, wie ihr schon sicherlich erraten könnt, habe ich wieder keinen Fortschritt gemacht. Das war aber auch nicht unbedingt meine Absicht in den letzten Wochen. Das Teil ist, so wie es jetzt gerade ist, ziemlich angenehm. Ich kann es nämlich in verschiedene Komponenten zerlegen, das Ganze auch so ein bisschen ineinander stapeln und dann ist es vom Platzverbrauch hier in der Werkstatt auch ganz angenehm. In dem Moment, wo ich da
groß angelegt weitermachen will, wird das Ganze halt dann ziemlich sperrig. Muss man auch sehen. Deswegen zögere ich dann noch ein bisschen. Das nächste, was jetzt da eigentlich zu tun wäre, ist den Sockel noch weiter auszugestalten. Wie ihr seht, das ist ja wirklich nur der Rohbau, der Sockel. Das Ganze muss natürlich noch deutlich ausgestaltet werden. Da soll eine Tunneleinfahrt entstehen, auch ein Stück Stützmauer und natürlich ein Bahndamm und natürlich die Eisenbahnschienen. Das ist aufwendiger, als es klingt. Ich habe aber das Glück, dass ich bei meinen folgenden beiden Projekten, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, ein bisschen üben kann, was das Ganze angeht. Also praktisch hier so architektonische Strukturen selber bauen oder zumindest entsprechend ummodeln. Und das ist da ganz hilfreich. Und deswegen möchte ich eigentlich diese anderen beiden Projekte erstmal fertigstellen, damit ich dann eben den Erfahrungsschatz habe, da eben entsprechend qualifiziert weitermachen zu können. Weil das wäre ja ärgerlich, wenn man da bei so einem umfassenden Projekt da alles hinpfuscht. Ja, da muss man sich ein bisschen die Zeit nehmen und eben entsprechend ein bisschen üben. Dann hätten wir noch den Jagdpanzer IV Bodybuild, den ich zusammen mit Panzermeister 36 hier auf YouTube veranstalte. Ja, auch hier kann ich keinen Fortschritt vermelden. Da hat sich nichts geändert seit dem letzten Update. Die beiden Fahrzeuge, die muss ich nach wie vor noch altern und danach geht es mit dem Sockel weiter. Da ist natürlich noch sehr viel zu tun, wie man sehen kann. Das ist alles noch nicht mal im Rohbau, das ist alles im Anfangsstadium sozusagen. Ja, sobald ich mal Bock habe auf Alterung, habe ich ja 2 Modelle parat, wo ich gleich loslegen kann. Das ist auch ganz gut und kann auch mal ganz schnell gehen. Mal schauen, wann es mich packt. Es wäre sozusagen alles bereit dafür. Nun fragt sich vielleicht der eine oder andere von euch schon, macht der Hamilcar eigentlich überhaupt was? Nun, bei diesem Projekt hier kann ich deutliche Fortschritte vermelden. Das ist hier mein M7 Priest von Dragon im Elsass Ende 1944. Das ist ein Projekt, was ich baue für die nächstjährige Modellbauausstellung meiner französischen Freunde von AMI. Das ist eine Ausstellung, wo eben der Befreiung des Elsasses gedacht wird und dementsprechend baue ich da eben thematisch auch passend dafür eben so ein Diorama. Im vorherigen Update habe ich darüber gesprochen, wie ich den M7 Priest gebaut habe. War jetzt nicht so die beste Erfahrung. Ja, und seitdem habe ich dann eben angefangen, den Sockel zu bauen. Ich räume das mal hier alles weg, dass man das dann auch sehen kann. Das soll hier ein Bauernhof werden, zumindest ein Teil davon, wo eben dann die Panzerhaubitze Stellung bezogen hat. Das Gebäude ist komplett Scratch gebaut. Wie schon vorhin erwähnt, das ist eine sehr gute Trainingseinheit, was ich dann später auch mal gut brauchen kann für das Eisenbahngeschütz. Üblicherweise greife ich sehr gerne auf Gebäudebausätze zurück. Ich habe aber bei meiner Semovente jetzt im Sommer gesehen, dass diese Bausätze oft gar nicht so gut sind und man eigentlich so viel Arbeit reinstecken muss, dass man es eigentlich auch gleich selber bauen könnte. Jetzt hier thematisch geht es eben ums Elsass. Da gibt es jetzt nicht so viele passende Gebäude oder es gab auch nichts Passendes, was mir so vorgeschwebt ist für diese Szene. Deswegen habe ich dann einfach beschlossen, das eben selber zu bauen. Ja, deswegen habe ich mal angefangen, hier so eine Scheune oder einen Stall praktisch zu bauen und hier vorne eben so eine Mauer. Und wie man sehen kann, das Ganze soll dann natürlich auch schwer beschädigt sein durch Beschuss und so weiter. Das finde ich ganz interessant und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum jetzt dieses Scratch-Bauprojekt ein bisschen ausgeufert ist. Ich wusste nämlich nicht so recht, wie ich das angehen soll. Ich habe mal angefangen mit einem Styrodur-Klotz. Auf diesen Klotz habe ich dann so Balken aufgeklebt, so Holzleisten, eben um das Fachwerk darzustellen. Ja, und dann ging es eben drum, wo möchte ich später Beschädigungen zeigen. Da müsste ja dann entsprechend auch eine Ziegelsteinstruktur dahinter sein.
und ich konnte mir das einfach so schwer vorstellen. Deswegen habe ich dann beschlossen, einfach das ganze Gebäude komplett mit Ziegelsteinen zu verkleiden. Die kommen hauptsächlich von Gero Design, aber auch von Juvela. Ich musste da ein bisschen mischen, weil ich nicht genügend Ziegelsteine hatte von einer Sorte. Macht aber nichts, das geht ganz gut. Die kann man einfach einzeln aufkleben. Ja, ist zwar mühsam, aber nicht weiter schwierig. Also wenn man genügend Zeit hat, geht es eigentlich ganz gut. Im nächsten Schritt sollte die Scheune und die Mauer verputzt werden. Da war ich mir aber zunächst unschlüssig, wie ich da genau vorgehen sollte. Wenn man sich Fotos von Häusern im Elsass anschaut, da gibt es ja viele Fachwerkhäuser, dann fällt natürlich auf, dass das Fachwerk in der Regel natürlich freiliegend ist, also nur die Zwischenräume eben verputzt sind. Es gibt aber auch Fachwerkhäuser, wo das komplett verputzt ist, wo man das von außen gar nicht sehen kann. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich mit der Entstehungszeit, also mit dem Bauzeitraum zusammenhängt, der Gebäude. Es gibt aber auch, sage ich mal, die andere Theorie, zumindest habe ich das gesagt bekommen, dass es eine Zeit lang nicht modisch war, in einem Fachwerkhaus zu leben, weil das ja in Anführungszeichen eine einfache oder ärmliche Konstruktionsweise ist. Und dann haben die Leute dazu geneigt, natürlich alles zu verputzen, damit man das nicht gleich sehen kann. Heutzutage gibt es natürlich für Fachwerkhäuser eine ganz andere Wertschätzung. Das ist ja was Besonderes und dementsprechend wird dann oft hergegangen und der Putz wieder heruntergehackt, um eben das Fachwerk freizulegen, damit man das dann auch sehen kann. Deswegen weiß ich nicht genau, was jetzt da richtig oder falsch ist oder ob das überhaupt eine Rolle spielt. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die Scheune und auch die Mauer eben komplett zu verputzen, ohne praktisch das Fachwerk auszusparen. Dafür habe ich hier von Molto hier diese Spachtelmasse verwendet. Die trocknet wirklich sehr schnell, lässt sich auch gut verarbeiten, kriegt man in jedem Baumarkt und ist auch vom Preis her ganz in Ordnung. Und das trocknet auch ziemlich hart, also im Prinzip wie Gips. Lässt sich auch wirklich gut weiter bearbeiten. Ich habe 2 Schichten aufgetragen und das Ganze dann glatt geschliffen, weil so glatt kann man es einfach nicht aufspachteln von Anfang an. Da muss man einfach immer ein bisschen drüber schleifen. Genau, und dann war das alles bedeckt und dann ging es eben daran, die Beschädigungen einzuarbeiten, was ja sozusagen der Ausgangspunkt war für dieses Gebäude. Ich bin also der Fassade dann mit diversen Schraubenziehern zu Leibe gerückt. Auch so eine alte Pinzette ist ganz nützlich und damit kann man dann eben diese Putzschicht eben sozusagen herunterhacken und ablösen. Ja, was da so abfällt, das sammle ich natürlich. Damit kann ich dann später natürlich gut den Schutt darstellen. Das ist jetzt hier momentan nur so der Zwischenstand. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich weitermachen will. Hier drüben zum Beispiel habe ich schon ein paar Beschädigungen wieder verspachtelt. Die haben mir nicht gefallen. Und ich denke, auf der Seite werde ich noch mehr vom Putz ablösen. So hier und hier in dem Bereich. Das soll eigentlich die Wand komplett sichtbar sein, mehr oder weniger. Und auch die Mauer, die kann noch deutlich mehr Beschädigungen vertragen. Ja, das mache ich so nach und nach. Da muss man auch Muße dafür haben, damit es dann eben auch einen guten, realistischen Gesamteindruck hinterlässt. Ja, ihr merkt schon, das Ganze ist ziemlich aufwendig, hat aber hauptsächlich mit meinem Unvermögen zu tun, mir das von Anfang an vorzustellen. Darum bin ich einfach hergegangen und habe alle Wände eben mit Ziegel aufgefüllt, alle Wände verspachtelt und dann habe ich jetzt eben die Freiheit, die Beschädigungen so zu platzieren, wie es mir gefällt. Und ja, es sollte dann eigentlich immer passen und realistisch aussehen. Ich denke, der Profi würde da anders vorgehen. Der würde vielleicht von Anfang an gleich irgendwelche Gipswände verwenden und die dann einfach gravieren, wie er es haben will. Aber ich bin jetzt hierher gegangen und habe eben das Haus fast schon so gebaut, wie man ein richtiges Haus baut. Und kann jetzt eben das so beschädigen, wie es mir gefällt. Da kommt immer irgendwas Realistisches
hinter dem Putz raus. Ja, aufwendig, aber schön und macht auch Spaß. Also muss ich sagen, ist mal was ganz anderes und vom Aufwand her, ja, wie anfangs schon erwähnt, nicht viel anders wie ja diese schlechten oder mittelmäßigen Gebäudebausätze, die man da so zu kaufen bekommt. Ja, wie soll es weitergehen? Ich werde mich noch weiter mit dem Gebäude befassen, mehr Beschädigungen einarbeiten. Dann wird als nächstes der Dachstuhl gebaut. Natürlich nicht komplett, da lasse ich es dann gut sein. Aber das Dach wird auch schwer beschädigt sein. Ein paar Dachziegel kommen da natürlich noch drauf. Ja, und dann kommen noch ein paar Details dazu. Da weiß ich noch nicht genau, was es sein wird. Ich dachte vielleicht hier an so einem Telegrafenmast oder so. Und hier vorne wäre vielleicht hier so ein Brunnen von MK35 ganz nett. Wobei ich da auch schon am Überlegen bin, ob ich den Brunnen nicht auch gleich selber baue, damit es dann ja auch zusammenpasst von der Optik. Mal schauen. Es ist aufwendig, aber macht Spaß. Und ich hoffe, dass das Ergebnis dann auch entsprechend attraktiv ist. Und zu guter Letzt habe ich noch ein neues Projekt für euch. Damit habe ich erst vor kurzem begonnen. Und zwar ist es der Ferret Panzerwagen von Airfix im Maßstab 1:35. Mein Beitrag für den Wheeled Vehicles in Military Use Gruppenbau von Yorama Modellbau und Scalebench Plastic Models. Über den Ferret habe ich ja erst unlängst eine Bausatzbesprechung veröffentlicht. Ja, was ich da über den Bausatz gesagt habe, ist soweit auch alles eingetreten. Also mein Gespür hat mich da nicht getäuscht. Es ist ein netter Bausatz, hat aber auch einige Schwächen, über die man eben Bescheid wissen muss. Ich hatte vor allem ein paar Passprobleme. Diese Platte hier oben auf dem Aufbau, die hat nicht wirklich gut gepasst. Auch Teile vom Turm waren ein bisschen fragwürdig. Aber ja, so alles in allem ist es okay. Ich möchte an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, denn ich habe die Absicht, ein kleines separates Video zu machen über den Ferret. Ich möchte dieses Projekt sozusagen mit einem Mini-Baubericht begleiten, ähnlich wie ich das auch für den Jagdpanzer IV Bodybuild mache, also mit so relativ kurzen, aber eben informativen Update-Videos, wo ich eben auf alle wichtigen Aspekte eben im Detail eingehe. Ich denke, das ist ganz hilfreich, kommt ganz gut an und ist für mich auch nicht so aufwendig in der Videoproduktion. Ich denke, da werde ich mich demnächst auch schon drum kümmern und sozusagen das erste Video dieses Mini-Bauberichts dann eben filmen und editieren für euch. Ich denke, das kommt im Januar oder Februar auf euch zu. Ja, vorab schon mal ganz kurz, was das werden soll. Ich möchte hier einen Ferret bauen der rhodesischen Armee in den 70er Jahren. Das schwebt mir schon lange vor. Es hat bloß immer der passende Bausatz gefehlt, den es jetzt endlich gibt. Figuren habe ich mir auch schon ein paar ausgesucht, und zwar hier von Callsign Models. Hier diese Australier in Vietnam. Die sind von der Ausrüstung her eigentlich ganz passend für die Rhodesier in den 70er Jahren. Also das sollte gehen, dass ich da eben dann auch eine kleine Vignette zusammenbekomme mit 2 Figuren. Ja, so viel dazu, bis auf Weiteres. Und wie gesagt, es wird dazu eine kleine Videoreihe geben, wo es dann ins Detail geht, für alle, die das dann interessiert. Gut, so viel zu den Dingen, die auf der Werkbank gerade vor sich gehen. Schauen wir uns jetzt an, welche neuen Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe seit dem letzten Update.
Ja, wie ihr sehen konntet, das Ganze ist sehr figuren- und fahrzeuglastig. Beim Thema Figuren, da bin ich sowieso immer sehr großzügig, weil man die einfach immer gut brauchen kann. Ich bin einfach ein alter Figurenenthusiast. Ja, und bei den Fahrzeugen habe ich mir auch ein paar Neuheiten gegönnt. Zum Beispiel diesen Morris LKW mit der Bofors-Flak. Finde ich ganz spannend, ist ein tolles Fahrzeug. Und dann auch von Takom den G13 Panzerjäger. Ich finde die Schweizer Armee in den 40er und 50er Jahren eigentlich sehr interessant. Schade, dass es da so wenig Bausätze gibt, aber vielleicht schafft ja da Takom eine gute Vorlage und andere Hersteller springen da ein bisschen auf den Zug. Fände ich eigentlich ganz toll, wenn da ein bisschen mehr käme. So, auf welche Inhalte könnt ihr euch jetzt so freuen in den nächsten Tagen und Wochen hier auf meinem Kanal? Ich habe so einiges in der Pipeline. Das erste wäre natürlich ein kleiner Jahresrückblick. Das Video werde ich noch vor Ende dieses Jahres veröffentlichen. Ist immer ganz schön, wenn man das zurückliegende Jahr nochmal so Revue passieren lässt. Dann habe ich 2 Buchbesprechungen für euch vorbereitet, für Januar und Februar. Das eine wäre ein Reiseführer zur Schlacht von Verdun und das andere ist ein Heft über die ukrainischen Su-27 Flanker-Jets. Auch ganz spannend. Ja, dann, wie vorhin erwähnt, möchte ich noch eine kleine Videoreihe beginnen zu dem Ferret von Airfix. Dann ist auch noch ein kleiner Urlaub geplant in Norddeutschland. Da werde ich ja vielleicht irgendein Museum besuchen oder irgendwas anderes machen, was vielleicht ganz interessant ist. Vielleicht entsteht da auch ein Video, weiß ich noch nicht genau, wird man sehen. Und dann überlege ich noch, ob ich wieder zur Spielwarenmesse fahren soll. Das ist noch nicht ganz sicher, aber ja, ich bin dran und überlege es mir. Und falls ich da hinfahre, werde ich da auch wieder was zu berichten haben. Auch wenn die Spielwarenmesse ein bisschen geschrumpft ist im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren. Aber ich glaube, es erholt sich ein bisschen. Ich werde es mir vielleicht, wenn es geht, anschauen und darüber berichten. Was so die Projekte für 2024 angeht, da möchte ich gar nicht so viel versprechen. Ich denke, es wird mir schon mal reichen, wenn ich die ganzen angefangenen Projekte mal so langsam abarbeiten kann, damit dann wieder was Neues kommen kann. Was ich vielleicht eventuell vorziehen werde, ist mal wieder eine historische Figur bemalen. Ein Römer oder sowas in der Art. Wäre ganz spannend. Vielleicht auch wieder was zum Deutsch-Französischen Krieg. Mal schauen. Ja, und mir wird auch wieder mal was mit Flügeln gefallen. Ist auch was ich momentan am Überlegen bin. Ich hätte ja ein paar schöne Flugzeugbausätze, die mich sehr reizen würden. Eventuell kommt da auch was demnächst. Gut, das wäre es soweit. Mehr gibt es momentan nicht mitzuteilen. Dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig, als euch nochmal eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und habt Spaß mit dem Hobby. Ja, bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.